Metern beiderseits des Rheins. 7 Brücken verbinden die beiden Flussufer in Köln. Eine von ihnen ist die Deutzer Brücke, unter der hindurch wir nun Kurs auf die Südstadt nehmen. The city of Cologne covers a total of 400 square kilometers on both sides of the Rhine. 7 bridges span the river, connecting the two banks. One of them is the Deutzer Brücke, which we are now passing under as we begin our journey heading south. During the Middle Ages. St. Maria's Kirchen Church was built around the year 1220. Der Malakoff-Turm aus dem Jahre 1855 wurde zu Befestigungszwecken an der nördlichen Einfahrt dessen moderner Teil wie ein gläsernes Schiff aussieht, ist das Schokoladenmuseum. Es gehört zu den gleich neben dem Schokoladenmuseum befindet sich in einem alten Zollgebäude aus dem Jahr 1898 das Deutsche Sport- und Olympiamuseum. Es präsentiert die Geschichte des Sports von der Antike bis Der Rheinauhafen ist einer der insgesamt 6 Kölner Häfen, der allerdings nicht mehr für den Frachtumschlag genutzt wird. Auf dem ehemaligen Hafengelände ist seit 1998 ein vollkommen neues Wohn- und Büroviertel mitten in der beliebten Kölner. Von hier aus seine Deutschlandaktivitäten. The Rheinau Harbour is one of 6 ports within Cologne's city limits, although this one is no longer used for handling cargo. Since 1998, a new residential and business neighbourhood has been built here, right in the middle of the popular south side of the city. It features an exciting mix of historical buildings and modern architecture. The small tower in the background is part of the former port office and serves as the office and residence of the port's director. Today, a listed historical landmark, it was recently renovated as part of the dockyard redevelopment and now houses 138 luxurious apartments. The 3 so-called crane buildings cannot be overlooked. These new 60 to 70 meter tall buildings were designed by the renowned architect Hadi Terani. They remind the viewer of 3 loading cranes, with their beams protruding over the Rhine. Attracted by the unique architecture and urban atmosphere, many companies have located their offices in
Die Brücke, die wir nun passieren, ist die Südbrücke aus dem Jahr 1910. Eine der zwei Eisenbahnbrücken, die in Köln über den Rhein führen. Sie dient heute ausschließlich dem Güterverkehr. We are now passing under the South Bridge, built in 1910. One of two railway bridges that cross the Rhine in Cologne. This bridge is now used exclusively by freight trains. Am Rheinufer standen bis zum Zweiten Weltkrieg herrschaftliche Villen, die noch heute im dahinterliegenden Stadtteil Marienburg. Nach dem Krieg siedelten sich hier zahlreiche Verbände mit repräsentativen Bürogebäuden an. Prior to the Second World War, the River Rhine was lined with stately villas, and there are still many such residences in Marienburg, as the neighborhood beyond the key road is called. After the war, many organizations built impressive office buildings along the river.
unserer Rundfahrt erreicht. Hier können Sie noch einmal besonders deutlich sehen, wie breit der Rhein ist. Wenn Sie nun bedenken, dass die erste feste Brücke über den Rhein nach der Römerzeit erst Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet wurde, lässt sich ermessen, was für eine fast unüberwindliche Trennlinie der Rhein jahrhundertelang darstellte. In gewisser Hinsicht ist das in Köln bis heute so. Denn die Kölner unterscheiden fein säuberlich zwischen linksrheinischem und rechtsrheinischem Köln. Linksrheinisch, das ist die Seite mit Dom, Altstadt und romanischen Kirchen, ist das eigentliche historische, das ursprüngliche Köln. Das rechtsrheinische wird auch gern als die schälzig-schiele Seite bezeichnet. Damit will man ausdrücken, dass es sich schlichtweg um die falsche Rheinseite handelt. Diese Teilung in zwei völlig getrennte Lebensbereiche, dies und jenseits des Flusses, könnte noch aus der Römerzeit herrühren, als der Rhein lange Grenzfluss zwischen römischem und germanischem Gebiet war. We've now reached the southernmost point of our cruise. Here you can see just how broad the River Rhine is. Between Roman times and the middle of the 19th century, there was no permanent bridge across the Rhine. So for centuries, the river was a nearly insurmountable obstacle. And in a way, in the minds of many Cologne residents, it still is to this day. The people of Cologne divide their city into the left bank and the right bank. The left bank, the side with the cathedral, the old town centre, and the Romanesque churches, is the original historical, the real Cologne. The right bank is lovingly referred to as the Share Zee, literally the cross-eyed side, which is another way of calling it the North side. This distinction between two entirely distinct regions dates back to Roman times, when the
1928, under the auspices of the then Lord Mayor of Cologne, Konrad Adenauer, who later served as Germany's Federal Chancellor after World War II. Part of the exhibition halls have since been renovated and are office buildings. The RTL broadcasting station has its headquarters there. Garten auf der linken mit dem Rheinbahngelände auf der rechten Rheinseite verbindet. Adjacent to the exhibition centre is the Rhine Park, a popular destination featuring an events venue, restaurant and cafe. The park was laid out for a national landscaping and gardening exhibition in the year 1957. The aerial cable car over the Rhine was also set up for that event. It connects the zoo and botanical garden on the left bank of the Rhine with the new Rhine Park on the right bank. Kommt doch.